In diesem Video nehme ich dich etwas tiefer mit in meine Gedankenwelt. Ich spreche über ein sehr persönliches Thema. Es geht darum, warum ich es angenehm und auch aufregend finde, wenn fremde Menschen mich in Strumpfhosen sehen. Manchmal auch mit Einlage oder mit Windel und einer sehr dünnen Feinstrumpfhose. Ich weiß, dass dieses Thema für viele Menschen ungewöhnlich klingt. Manche verstehen es vielleicht nicht sofort. Aber ich möchte versuchen, es ruhig und ehrlich zu erklären. Ich bin kein Psychologe, aber ich möchte es einmal aus psychologischer Sicht betrachten, denn ich glaube, dass solche Gefühle nicht einfach aus dem Nichts kommen. Sie haben oft mit Erlebnissen, mit Scham, mit Angst, mit dem eigenen Körper und mit Kontrolle zu tun. Als ich jünger war, war es mir sehr unangenehm, vor fremden Menschen zu sein. Ich habe mich oft beobachtet gefühlt. Durch meine Behinderung war mein Körper sowieso immer sichtbarer als bei anderen. Ich sitze im Rollstuhl, ich bewege mich anders, ich brauche Hilfe und viele Menschen schauen automatisch hin. Früher war mir das sehr peinlich. Ich wollte nicht auffallen. Ich wollte nicht, dass Menschen mich ansehen. Ich hatte Angst, bewertet zu werden. Ab ungefähr meinem 16. Lebensjahr hat sich in mir etwas verändert. Etwas, das vorher unangenehm war, wurde über die Jahre hinweg langsam angenehm. Das Gesehenwerden bekam eine andere Bedeutung. Es war nicht mehr nur Scham. Es wurde auch ein Gefühl von Spannung, Stärke und Selbstbestimmung. Vielleicht hat mein Kopf aus einer alten Unsicherheit etwas Neues gemacht. Etwas, das ich selbst besser aushalten konnte. Etwas, das sich sogar gut anfühlte. Aus psychologischer Sicht kann man sagen, wenn ein Mensch oft erlebt, dass er keine volle Kontrolle über seinen Körper oder über Situationen hat, kann es wichtig werden, selbst zu entscheiden, wie er gesehen wird. Bei mir ist das vielleicht auch so. Ich kann vieles im Alltag nicht selbst machen. Ich bin immer auf fremde Hände angewiesen. Aber wenn ich entscheide, wie ich mich zeige, dann ist das ein Stück Kontrolle. Dann passiert das nicht einfach mit mir. Dann entscheide ich bewusst, so bin ich. So darf man mich sehen. Strumpfhosen haben für mich dabei eine besondere Bedeutung. Sie fühlen sich angenehm an und können mir dabei helfen, Druckstellen zu vermeiden. Sie gehören zu mir. Ich mag das Material, das Aussehen und das Gefühl auf der Haut. Wenn mich Menschen darin sehen, habe ich nicht nur das Gefühl, dass sie meine Behinderung sehen. Sie sehen auch etwas von mir, das ich selbst gewählt habe. Etwas, das zu meiner Persönlichkeit gehört. Bei Einlagen oder Windeln wird es noch persönlicher. Für viele Menschen ist eine Windel etwas Peinliches, etwas, das man verstecken muss. Für mich ist es aber auch ein Teil meines Lebens und meines Körpers. Wenn ich dazu stehen kann, nimmt mir das ein Stück Scham. Es ist dann nicht mehr nur etwas, das versteckt werden muss. Es wird zu etwas, womit ich offen umgehen kann. Und genau diese Offenheit kann sich angenehm und aufregend anfühlen. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch das verstehen oder genauso empfinden muss. Es bedeutet auch nicht, dass ich keine Grenzen habe. Natürlich habe ich Grenzen. Es geht mir nicht darum, andere Menschen zu bedrängen. Es geht mir darum, ehrlich über meine Gefühle zu sprechen. Ich möchte zeigen, dass Scham sich verändern kann. Etwas, das früher wehgetan hat, kann später eine andere Bedeutung bekommen. Vielleicht ist es bei mir eine Mischung aus Selbstbestimmung, Körpergefühl, Neugier, Spannung und dem Wunsch, nicht mehr unsichtbar zu sein. Viele Menschen mit Behinderung werden entweder angestarrt oder übersehen. Beides ist schwer. Ich möchte aber als ganzer Mensch gesehen werden, nicht nur als Rollstuhlfahrer, nicht nur als Mensch, der Pflege braucht, sondern als Mensch mit Gefühlen, Vorlieben, Grenzen und einer eigenen Geschichte. Darum spreche ich darüber, weil es zu mir gehört und weil ich ehrlich über meine Gefühle sein möchte. Und vielleicht macht es anderen Menschen Mut, auch ehrlicher mit sich selbst zu sein. Jeder Mensch hat Dinge, für die er sich schämt oder die er lange versteckt. Aber Scham muss nicht für immer bleiben. Man darf lernen, den eigenen Körper, die eigenen Gefühle und die eigenen Besonderheiten anzunehmen, auch wenn andere es nicht sofort verstehen. Vielleicht hilft mein Video jemandem, der sich allein fühlt und denkt, mit mir stimmt etwas nicht. Dann möchte ich sagen, doch, du bist nicht falsch, du hast deine Geschichte, du hast deine Gefühle und du darfst Schritt für Schritt lernen, zu dir selbst zu stehen. Genau darum geht es mir. Um Mut, Ehrlichkeit und Selbstannahme.